Hallo bei Rennrad News, ich bin Jan und vor mir, das ist das neue Mondraker Arid, die Alu-Variante des Mondraker Gravelbikes, das ihr vielleicht schon kennt, denn es ist eine auffällige Erscheinung. Ihr seht hier diese Anbindung am Sitzrohr, die soll für Dämpfung sorgen, und was es mit dem Rad auf sich hat und ob sich diese Dämpfung bewahrheitet, das erfahrt ihr jetzt hier im Video mit einem ersten kleinen Testeindruck. Ja, das Mondraker Arid, gerade neu auf den Markt gekommen mit Alurahmen statt Carbonrahmen. Das Modell mit Carbonrahmen haben wir schon vorgestellt hier auf dem Kanal und ich war richtig gespannt auf dieses Rad, denn jetzt hatte ich mal ein bisschen Zeit, das zu fahren. Das hatte ich bei dem Carbon-Modell nicht so. Video verlinke ich euch hier oben. Und ja, die ersten Gravel-Kilometer liegen hinter mir, aber erstmal die wichtigsten Fakten zum Rad. Mondraker hat die Erfahrung, die sie haben, mit dem Carbonrahmen übertragen auf den Alurahmen und sie versprechen Performance in Kombination mit guter Dämpfung, und auch das soll der Alurahmen bieten. Was zeichnet den Alurahmen aus? Hat viele spannende Details, gehen wir die kurz durch. Interne Leitungsverlegung könnt ihr sehen, außerdem hat er ein T47 Tretlager, also schönen Wartungsarm. Ist ausgelegt für ausschließlich Einfachantriebe und wird auch ausschließlich mit Einfachantrieben angeboten entsprechend. Dann hat er jede Menge Bikepacking-Montagemöglichkeiten. Allein 6 Trinkflaschenhalter könnt ihr montieren, und außerdem hat er natürlich diese 3-Punkt-Aufnahme an der Gabel, an der ihr Gepäckhalter montieren könnt. Sogar am Oberrohr diese Snackbox, dafür gibt es auch 3 Gewindeeinsätze. Da könnt ihr also eine richtig lange Snackbox montieren. Also für Bikepacking perfekt vorbereitet. Noch ein Wort zur Reifenfreiheit. Reifen bis 50 mm passen hier ins Rad rein. Das ist richtig üppig und setzt auch für die an sich schon ziemlich vielseitige Alu-Gravelbike-Klasse Maßstäbe. Also gehört schon zu den Bikes mit einer richtig großen Reifenfreiheit. Gabel ist übrigens aus Carbon, ist genau die gleiche Gabel wie beim Schwestermodell aus Carbon. Und wo wir gerade dabei sind, Mondraker hat durch spezielle Aluminiumverarbeitungsverfahren versucht, die Eigenschaften des Carbonrahmens auf das Alu-Modell zu übertragen. Smooth Welding ist die eine Technik, die da ins Spiel kommt, und das seht ihr an den schön verschliffenen, glatten Schweißnähten am Rahmen. Und die andere Technik ist Hydroforming, also das Formen von Alurohren mittels Flüssigkeiten, was eine gleichmäßigere Druckverteilung verspricht. Und Mondraker sagt, dass der Rahmen dadurch belastungsgerechter konstruiert werden kann. Vielleicht ein spannendes Detail noch zu der Gabel, die ist 420 mm hoch, die hat also sozusagen die gleiche Einbauhöhe wie eine Federgabel. Das heißt, ihr könntet in dieses Rad auch eine Federgabel einbauen, wenn ihr denn wolltet. Das Gewicht des Rahmens liegt übrigens bei 1990 Gramm in Größe M, sagt Mondraker, und wir haben das Rad auch an der Redaktionswaage gewogen, das Komplettrad, und das wiegt ohne Pedale 10,2 Kilo und liegt damit in einem durchaus üblichen Bereich für so ein Aluminium-Gravelbike. Aber es ist eben nicht das typische Aluminium-Gravelbike, denn die sind ja oft, sage ich mal, ein bisschen eher langweilige Allrounder, und Mondraker geht einen etwas anderen Weg. Das kennzeichnen sie mit dieser Rohrform, mit dieser Sitzstrebenanbindung, aber sie haben auch eine spezielle Geometrie. Mondraker ist jetzt sozusagen der Erfinder der Mountainbike-Geometrie mit der progressiven Auslegung, das heißt mehr Reach und einem besonders flachen Lenkwinkel und einem kurzen Vorbau für eine agile Lenkung und trotzdem Laufruhe. Und sie haben diese Geometrie auf das Arid übertragen, schon beim Carbon-Modell und auch eben hier beim Alu-Modell. Also das heißt, ihr habt einen ziemlich flachen Lenkwinkel von 70 Grad hier am Testrad in Größe ML und gepaart mit einem kurzen Vorbau, 70 mm ist der kurz, und einem langen Reach, ungefähr 411 mm, also der Reach deutlich länger als zum Beispiel die 390 mm, die ihr so bei so typischen Race-Gravel-Bikes habt. Also da klar Mountainbike-Auslegung für Spaß auf Abfahrten, da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass der Stack auch ein bisschen größer ausfällt, dadurch der Lenker ein bisschen höher kommt. Die Überhöhung hier, wie am Testrad, wie ich es gefahren bin, mit 76 cm Sitzhöhe zum Lenker ist ungefähr 6 cm, und ich habe hier 3 cm Spacer unterfüttert. Das heißt, ihr habt so eine ziemlich ausgewogene Sitzposition. Noch eine Besonderheit ist, dass die Kettenstreben ziemlich kompakt ausfallen, und auch das zahlt natürlich auf die Wendigkeit ein. Noch ein Blick auf die Ausstattung. Da gibt es nicht viel Auswahl. Mondraker macht es euch einfach. 2 Modelle sind zu haben. Einmal das Mondraker Arid R, wie es vor mir steht, mit SRAM Apex Access Funkschaltung und einmal 12 Gängen. Und einmal das Mondraker einfach nur Arid mit Shimano GRX 610 Gruppe, auch mit einmal 12 Gängen. Und interessanterweise hat die Shimano GRX-Variante, also die mechanische Shimano GRX ist das natürlich,
Die hat eine Kassette mit 1045 Zähnen hinten und die SRAM Apex, die hat 1144. Das heißt, ihr habt bei dem GRX-Modell den etwas besseren Berggang, aber natürlich gut gerüstet fürs hügelige Terrain seid ihr auf jeden Fall mit beiden Rädern. Vorne übrigens ein 40er Kettenblatt montiert. Das heißt, da habt ihr die kleinere Variante. Das heißt, Mondraker geht hier nicht den Weg, dass ihr euch vorne ein 42er Kettenblatt aufdrücken, womit ihr dann am Berg schon richtig heftig treten müsst, wenn ihr da hochkommen wollt. Dann habt ihr ja im Prinzip nur gerade so ungefähr eine 1:1 Übersetzung, sondern sie machen es euch ein bisschen leichter. In hügeligem Gelände solltet ihr damit hervorragend klarkommen. Ansonsten beiden Modellen gemeinsam ist auch der Mavic Allroad Laufradsatz, hat Aluminiumfelgen mit 25 mm Innenweite und der stützt auch in dieser Innenweite die montierten Reifen Maxxis Riva ziemlich gut ab. Die Riva-Reifen gefielen mir übrigens ausnehmend gut bei meinem ersten Fahreindruck hier in Bad Kreuznach und dazu gleich noch was. Komponenten baut Mondraker ebenfalls selbst. Alukomponenten sind am Rad dran. Eine Sattelstütze aus Aluminium und natürlich auch der Vorbau aus Aluminium. Ja, und auch der Lenker ist aus Aluminium, der ist aber oben so ein bisschen schön abgeflacht und ermöglicht eine sehr bequeme Handauflage. 44 cm ist er breit an den Hoods und damit habt ihr ordentlich Gegenhalt, wenn ihr mal auf den Trail geht und so ein bisschen Steine in die Lenkung schlagen. Also auch hier klare Offroad-Orientierung am Lenker. Und wie sich das Ganze auf Gravelwegen und auf dem Trail auswirkt, das kommt jetzt. Ja, ich hatte Gelegenheit, das Rad hier in Bad Kreuznach über Gravelpisten zu jagen, auch mal eine Abfahrt zu nehmen, wie die Kollegen sonst mit ihren Mountainbikes und E-Mountainbikes runterfahren, zumindest ein Teil davon. Ganz habe ich mich nicht runtergetraut und das gibt schon einen ziemlich guten Eindruck von dem Rad. Ja, und der erste Eindruck ist, dass der Komfort tatsächlich, wie von Mondraker versprochen, eher auf der Seite der komfortableren Gravelbikes ist. Also vergleichbar zum Beispiel mit einem Canyon Grizzle. Und das, obwohl das Rad eine Alu-Sattelstütze hat. Und ich denke mal, wenn ihr da bei Klemmmaß 27,2 mm auf eine Carbon-Sattelstütze wechseln würdet, würde da noch ein bisschen mehr dran sein. Also das war schon so ein bisschen so eine kleine Überraschung. Muss man allerdings sagen, dass natürlich 45 mm breite Reifen montiert sind. Die bin ich zwar im gleichen Druck gefahren wie bei allen anderen Testfahrten nach den Kalkulationen vom SRAM Tire Pressure Calculator, aber die stiften natürlich auch einigen Komfort. Nächste Sache, das Rad wirkt richtig agil. Also schon bei den ersten Antritten habe ich gemerkt, das läuft richtig leicht und war wirklich ein bisschen überrascht, wie leicht das läuft. Ich schiebe es mal auf die Maxxis Riva Reifen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie leicht der Rollwiderstand ist. Gibt es ja diverse Seiten, wo man das nachschauen kann. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, da geht was. Und auch sonst gefielen mir die Reifen hier auf den Kieswegen und auch auf den ganz einfachen Trails ziemlich gut. Also geben auch schon ordentlichen Seitenhalt und laufen auf Gravel und auch auf der Straße ziemlich leicht und auch leise. Ja, ansonsten lässt sich das Rad auch auf Kiespisten schön beschleunigen, lässt sich gut beschleunigen, läuft gut geradeaus, obwohl für so richtig perfekten Geradeauslauf würde ich dann doch noch eine etwas ruhigere Lenkung mir wünschen. Die Lenkung ist genauso wie Mondraker das sich vorgestellt hat, denke ich mal, ziemlich agil und ja, ihr müsst dann die Hände schon so ein bisschen ruhiger halten. Dafür, wenn ihr dann abbiegt auf den Trail, selbst wenn es ein bisschen wurzelig ist, habt ihr richtig gute Kontrolle, auch wenn es steil bergunter geht. Da ist das Rad wirklich eine Macht und ihr könnt es auch so ein bisschen mit Gewichtsverlagerung fahren, weil es eben hinten so einen kompakten Hinterbau hat. Ihr kommt nicht vorne zu weit runter und verliert die Übersicht, sondern die Sitzposition ist, wie gesagt, schön ausgewogen. Also dafür ist es wirklich sehr gut, besser als sehr viele andere Gravelbikes, die so in der Alu-Preisklasse unterwegs sind, sage ich mal. Das ist so ein bisschen eine Sonderstellung, die es da einnimmt. Zur verbauten SRAM Apex Access Schaltgruppe muss eigentlich nicht mehr viel gesagt werden. Wir haben sie schon für euch getestet. Video verlinke ich euch hier oben. Und nach wie vor für mich die Schaltlogik dieser Apex Access Shifter vorbildlich. Links und rechts einfach hoch und runter schalten, besser geht's nicht. Und auch die Geschmeidigkeit der Gangwechsel ist, wie man es sich vorstellt. Bremsen sind auch gut. Also daran gibt es nichts zu kritisieren und es gibt auch keinen Grund, nach einer Rival Access zu schreien, sondern ihr kommt genauso gut mit dieser Gruppe klar. Was ist mir noch aufgefallen? Der Rahmen ist hervorragend vor Steinschlägen geschützt. Das Unterrohr hat einen richtig guten Gummipuffer und auch die Kettenstrebe ist quasi vollständig abgedeckt. Also hier hat Mondraker auch dem Haupteinsatzgebiet Rechnung getragen. Mein vorläufiges Fazit zum Mondraker Arid R: Mondraker hat hier ein richtig
gutes Gravelbike fürs Grobe auf die Räder gestellt, aber auch gleichzeitig einen erstaunlich spritzigen Allrounder, trotz dieses Gewichtes, was so ein bisschen für mich die Überraschung des Tests war. Insgesamt ein Gravelbike, mit dem ihr euch so ein bisschen von der Masse absetzt, ein bisschen mehr Richtung Trail orientiert, gleichzeitig genug Komfort auch für lange Touren habt und sicher noch ein bisschen Komfort rauskitzeln könntet, sogar wenn ihr zum Beispiel ein Carbonstützen-Upgrade installiert. Also eine richtig gelungene Basis für Gravelbiken mit leichtem Hang zum Offroad-Fahren, ohne die Vielseitigkeit, die typische Gravelbike-Vielseitigkeit zu verlieren. Und für dieses Modell muss man sagen, was vor mir steht, 2.799 € für ein Gravelbike mit SRAM Apex Access Gruppe ist auch preislich eine Ansage und an den Komponenten gibt es auch ansonsten nichts auszusetzen. Also da auch wirklich ein rundes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Und damit sage ich auch schon Tschüss. Was ich noch ergänzen möchte: Im Test auf Rennrad News findet ihr noch detailliertere Fahreindrücke. Das war jetzt mein erster Fahreindruck. Ich nehme das Rad gleich nochmal mit, fahre nochmal ein bisschen länger und dann gibt es noch detailliertere Fahreindrücke im Test auf Rennrad News. Da könnt ihr auch die Geometrie vergleichen mit anderen Gravelbikes. Seht dann, was zum Beispiel diese Forward-Geometrie bedeutet. Schaut euch den Test an, kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt. Wir bemühen uns um Antworten. Bis zum nächsten Mal.